Das ist Duisburg am Morgen. Eine der ärmsten und vernachlässigsten Städte im Westen Deutschlands. Die ersten Eindrücke lassen schon erahnen, was uns in dieser Stadt erwarten wird. Beim Gang durch die Straßen muss man aufpassen, wohin man tritt. Die Stadt ist so verarmt, dass der Müll auf den Straßen nicht mehr eingesammelt wird. Egal wohin man schaut, überall Müll. Sogar in den Parks der Stadt sieht man Müll und überquellende Mülleimer. Eine Bewohnerin, die seit 25 Jahren hier lebt, beschwert sich vor der Kamera. Hier sieht es immer schon so aus. Es scheint niemanden zu interessieren. Das ist nicht einmal der schlimmste Ort. Gehen Sie mal in die kleinen Seitenstraßen. Dort leben viele Ausländer. Dort sieht es noch viel schlimmer aus. Aber Vorsicht, das ist gefährlich. Bevor wir uns die Seitenstraßen anschauen, schlendern wir noch ein bisschen durch die Innenstadt. Man sieht kaum Deutsche hier. Duisburg hat über 500.000 Einwohner. Wer die Möglichkeit hat, verlässt schnellstmöglich diese Stadt. Während unserer Erkundung spürt man die säuerliche Luft im Mund. Es ist nicht einfach zu atmen. Das ist die ungesündeste Stadt des ganzen Landes. Die schlechte Luft kostet jedes Jahr Hunderten Menschen das Leben. Die Luftverschmutzung kommt durch die nahegelegenen Industrieanlagen. Diese sind Fluch und Segen zugleich. Sie verschmutzen die Luft, geben aber auch den Menschen Arbeit. Es ist also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Doch die schlechte Luft ist nicht das schlimmste Problem. Die Kriminalität und Armut sind auf einem Rekordhoch. Die Läden an den Straßen erzählen viel über die Bewohner. Es gibt viele Dönerläden und orientalische Geschäfte. Der Döner ist ein günstiges Gericht, das von türkischen Einwanderern erfunden wurde. Dieser Supermarkt zum Beispiel verkauft nur Lebensmittel aus dem Ausland. Man sieht kaum deutsche Waren oder Produkte. Überall gibt es Spielhallen und Läden, die Alkohol verkaufen. Männer stehen in Gruppen davor und schlagen die Zeit tot. Frauen sieht man nur sehr wenige. In manchen Stadtteilen liegt die Arbeitslosenquote bei über 20%. In dieser Perspektivlosigkeit ist ein Tag wie der andere. Wir treffen die Frau von eben wieder. Sie beschwert sich nochmal, wie hier alles den Bach runtergeht. Immer wenn die Politiker kommen, wird hier schnell sauber gemacht. Aber wirklich ändern tut sich hier überhaupt nichts. Als Deutscher fällt man in vielen Stadtteilen auf. Die Stimmung ist nicht aggressiv, man wird aber misstrauisch beäugt. Viele der Menschen hier haben das Gefühl, niemand kümmert sich mehr um sie. Politiker und die Polizei trauen sich schon lange nicht mehr in diese Stadtviertel. Viele der Bewohner kommen aus Rumänien und Bulgarien. Wir sehen viele Autos mit diesen Kennzeichen. Ein weiterer Anwohner erzählt uns, wie sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren entwickelt hat. Gerade der Drogenhandel ist ein großes Problem. Gibt es hier viele Drogenprobleme in dieser Stadt? Ich sag mal so, die Anzahl der Flüchtlinge ist hier sehr hoch und dadurch kommen die Drogenprobleme automatisch. Wenn meine Tochter mit ihren kleinen Mädchen kommt, meiner Enkelin, weißt du? Wenn die bis abends bleiben, also so gegen 8 oder 9 Uhr, dann bin ich immer gezwungen, ein Taxi zu rufen. Oder ich muss sie selber zum Bus bringen. Alleine lasse ich die hier nicht mehr raus. Diese Kirche gilt als Hotspot für viele Drogenhändler in diesem Stadtviertel. Wir müssen mit der Kamera sehr vorsichtig sein, da sie es nicht mögen, gefilmt zu werden. Die Graffiti markieren die Reviere der einzelnen Gangs, darunter türkische und osteuropäische Gangs. Hier sehen wir einen Mann, der dem Drogengeschäft zum Opfer gefallen ist. Viele Türken kamen nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland. Sie leben hier mittlerweile in der 2. und 3. Generation.
Die Osteuropäer hingegen sind erst in den letzten 20 Jahren gekommen. Während wir uns langsam den berüchtigten Wohngegenden nähern, wird die Stimmung immer aggressiver. Man hört Schreie auf der Straße. Männer stehen in Gruppen zusammen, sie wirken einschüchternd. Wir werden erneut von einem weiteren Anwohner gewarnt, der uns seine Erfahrungen schildert. Man wird angepöbelt bis zum geht nicht mehr. Ohne Grund wird man hier einfach angepöbelt. Ich bin froh, wenn ich in die Stadt gehen kann und heil nach Hause komme. So, hier, die Straße runter, sieht man immer viele Schlägereien. Hier gibt es immer wieder Konflikte. Osteuropäer oder Türken, die machen hier immer Palaver. Wir erkunden die Wohngegend und sind geschockt von dem Bild, das sich uns bietet. Die Häuser sind heruntergekommen, viele haben keine oder schlecht isolierte Fenster. Die Fassaden lassen erahnen, wie es in den Wohnungen aussehen muss, dunkel und kalt. Die Briefkästen sind defekt, nur eines von vielen Problemen. Um Post oder Zeitungen kümmert sich hier niemand. Die Isolierung einiger Häuser fällt auseinander. Häufig wird der Müll einfach aus dem Fenster geschmissen. Größerer Müll wird am Straßenrand abgelegt. Auch hier findet kaum noch Müllentsorgung statt. Die Mülleimer quellen über. Plötzlich werden wir von einer aggressiven Männergruppe angesprochen. Hey, was machst du da? Wir machen hier nur ein paar Interviews. Hat jemand vielleicht Interesse an einem Gespräch? Ich stelle ein paar Fragen über das Leben in dieser Stadt. Bist du von der Presse oder von einem Fernsehsender? Ja, ich bin von der Presse. Sprichst du Französisch? Französisch habe ich gesagt. Nein, ich spreche nur Englisch. Mach hier aber keine Fotos, haben wir uns verstanden? In Ordnung. Wir haben über 3 Tage in dieser Stadt verbracht. Die Eindrücke waren wirklich überwältigend. Die Menschen sind auf sich allein gestellt. Gewalt und Verwahrlosung dominieren den Alltag. Ein Leben, das man in Deutschland kaum für möglich gehalten hätte. Für Kinder ist diese Aussichtslosigkeit am schlimmsten. Viele werden niemals einen Weg aus dieser Umgebung herausfinden. Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du dir diese Dokumentation angesehen hast. Vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis bald zum nächsten Video.